In einer ruhigen und friedlichen Kleinstadt, die weit entfernt von der Meeresküste liegt, wurde eine erstaunliche Entdeckung gemacht, die die Ruhe der Bewohner störte. Alles begann damit, dass örtliche Bauarbeiter bei der Arbeit auf einem neuen Grundstück auf eine seltsame Metallkonstruktion stießen, die unter einer Schicht aus Erde und Zeit verborgen war. Zunächst schien es nichts anderes zu sein als eine alte Maschine oder ein verlassenes Fahrzeug. Doch als man mehr freilegte, wurde klar, es handelte sich um ein U-Boot. Unverständnis und Verwunderung breiteten sich schnell in der Umgebung aus. Wie konnte ein so riesiges Bauwerk hunderte von Meilen vom nächsten Küstenstreifen entfernt sein? Die örtlichen Behörden, die von dem Fund erfuhren, trafen umgehend am Ort des Geschehens ein, um das Ausmaß der Entdeckung zu untersuchen und zu verstehen. Begleitet von einem Team aus Archäologen und Historikern begannen sie, den rätselhaften Fund zu untersuchen. Die ersten Schätzungen der Größe und der Bauweise des Bootes deuteten eindeutig darauf hin, dass es sich um ein Militär-U-Boot aus dem Zweiten Weltkrieg handelte. Diese Entdeckung löste eine regelrechte Sensation aus, denn in keiner der bekannten historischen Aufzeichnungen gab es Hinweise auf ein solches Boot in dieser Region. Der Umfang der Arbeiten wuchs, als immer mehr Details zum Vorschein kamen. Die Stadtverwaltung beschloss, die Bauarbeiten vorübergehend einzustellen und das Gelände zu erhalten, um den Experten eine gründliche Untersuchung zu ermöglichen. Die Stadtbewohner, die anfangs skeptisch waren, begannen immer mehr Interesse an den Ereignissen zu zeigen. Bei ihren Ausgrabungen begannen die Forscher, seltsame Artefakte zu finden, metallene Gegenstände mit merkwürdigen Inschriften und Symbolen, die nicht nur die Aufmerksamkeit der Einheimischen, sondern auch von Forschern aus aller Welt auf sich zogen. Wie ein U-Boot voller Rätsel und Geheimnisse mitten im Herzen der Stadt gelandet war, blieb ein Mysterium, zugleich faszinierend und beängstigend. Der Staub der Vergangenheit, geheimnisvolle Dokumente der Besatzung. Als die Experten begannen, tiefer in das U-Boot vorzudringen, entdeckten sie in seinen dunklen Abteilungen nicht nur von der Zeit zerstörte Mechanismen, sondern auch erstaunliche Funde. In von Zeit und Staub abgeschirmten Truhen, die vor neugierigen Blicken versiegelt waren, wurden verwitterte Dokumente und Karten gefunden. Diese Papiere trugen die Spuren überstandener Stürme und Schlachten, bewahrten jedoch wichtige Informationen, die das bisherige Bild vergangener Gefechte auf den Kopf stellen könnten. Ingenieure und Historiker blätterten mit klopfendem Herzen durch die Seiten und entdeckten darauf präzise Routenpläne, Namen von Schiffen und Daten, die in den bekannten Chroniken niemals erwähnt wurden. Zeichnungen von Schiffskonstruktionen, Pläne von Minenfeldern und Koordinaten geheimer Basen tauchten aus den staubigen Seiten auf und gewährten einen seltenen Einblick in die verborgenen Seiten des Krieges. Die Logbücher enthielten Aufzeichnungen über Operationen, die in fernen Gewässern durchgeführt wurden, sowie Hinweise auf nachrichtendienstliche Informationen, die aus unbekannten Quellen stammten. Jeder Fund bestätigte, dass das U-Boot nicht einfach nur eine Kampfeinheit war, sondern Teil eines komplexen Systems, das vor den Augen der Öffentlichkeit verborgen blieb. Experten stürzten sich auf diese Dokumente im Bewusstsein, dass ihr Inhalt nicht nur die Geschichte des Krieges, sondern auch das Schicksal vieler Beteiligter verändern könnte. Doch je tiefer sie in die Untersuchung eintauchten, desto mehr Fragen tauchten darüber auf, warum viele dieser Dokumente niemals in Archiven und historischen Aufzeichnungen auftauchten. Mit jeder Seite wurden die Fragen zahlreicher, und das war erst der Anfang eines faszinierenden und beängstigenden Geheimnisses, das mehr Entdeckungen versprach, als irgendjemand vermutet hatte. Was in diesen Archiven verborgen war und wie es unsere Geschichte hätte beeinflussen können, blieb unbekannt. Durch die Seiten der Zeit. Die Tagebücher der Überlebenden. Als die Forscher die alten Truhen öffneten, entdeckten sie etwas Einzigartiges, die Tagebücher der U-Boot-Besatzung. Diese vergilbten Seiten bargen einen wahren Schatz an Geschichten und Erlebnissen derjenigen, die sich auf dem gesunkenen Schiff befanden. Die Aufzeichnungen versetzten die Leser in die Atmosphäre angespannter Tage, die von Gefahr und Ungewissheit geprägt waren. Die Besatzung beschrieb jedes Detail, von der Verteilung der knappen Lebensmittelvorräte bis hin zu schwierigen taktischen Entscheidungen unter ständiger Bedrohung. In einem der Tagebücher wurde erzählt, wie die Besatzung versuchte, Kontakt zur Außenwelt zu halten, doch alle Versuche blieben vergeblich. Auf den Seiten fanden sich Hinweise auf seltsame Signale, die sie auffingen, während sie versuchten, deren wahre Bedeutung zu entschlüsseln. Diese Signale deuteten möglicherweise auf die Anwesenheit anderer Schiffe oder auf geheime Operationen hin, die niemals dokumentiert wurden. Besonders hervorzuheben waren die Aufzeichnungen über den psychischen Zustand der Seeleute. Der lange Aufenthalt auf engem Raum und die Notwendigkeit, in Extremsituationen schwierige Entscheidungen zu treffen, wurden für alle zu einer schweren Prüfung. Eines der Tagebücher enthielt eine Erzählung über seltsame Träume und Visionen, die die Besatzungsmitglieder heimsuchten. Diese Visionen trieben sie oft zu verzweifelten Handlungen, die unter anderen Umständen als verrückt erschienen wären. Am meisten jedoch fasziniert der letzte Teil der Tagebücher, in dem von einem Plan berichtet wird, das U-Boot zu verlassen und zu versuchen, einen sicheren Ort zu erreichen. Diese Aufzeichnungen blieben bruchstückhaft, als hätten ihre Verfasser es nicht geschafft, ihre letzten Zeilen zu vollenden. Diese unvollendeten Geschichten blieben für immer auf den Seiten festgehalten und erzählen von Mut und Verzweiflung im Kampf ums Überleben.
Mit jeder neuen Tatsache, die in den Tagebüchern gefunden wurde, kamen die Forscher der Lösung näher, doch es blieben immer noch mehr Fragen als Antworten. Neue Entdeckungen warteten voraus, die die Geschichte selbst verändern könnten. Der Vorrat an Waffen. Waffen, die den Lauf der Geschichte verändern. Als die Forscher das U-Boot weiter untersuchten, fiel ihnen auf, dass sich im Laderaum ein ganzes Arsenal befand. Die hier versteckten Waffen waren nicht einfach nur Kriegsausrüstung, sondern ein wahrer Fund, der die Geschichte neu schreiben könnte. Unter der Ausrüstung befanden sich längs ausgelegte Kisten mit seltenen Schusswaffen, Granatwerfern sowie Minen, die mit seltsamen Symbolen versehen waren. Diese Markierungen gehörten zu keiner bekannten Armee, was dem Geschehen nur noch mehr Geheimnisse verlieh. Die örtlichen Strafverfolgungsbeamten, die die Bergung des Arsenals beobachteten, waren von der Vielfalt und Menge der Waffen schockiert. Es entsprach nicht nur der Zeit des Zweiten Weltkriegs, sondern enthielt auch Exemplare, von denen angenommen wurde, dass sie zerstört oder verloren gegangen waren. Diese Funde brachten die Forscher dazu, sich zu fragen, warum dieses Arsenal in den historischen Archiven niemals erwähnt wurde und wie es ins Landesinnere gelangen konnte. Einige Waffenexemplare wiesen Merkmale auf, die auf ihren Einsatz in inoffiziellen oder geheimen Operationen hindeuteten. Seltsame Symbole, die in das Metall eingraviert waren, deuteten auf eine mutmaßliche Herkunft aus Laboratorien hin, in denen unter Geheimhaltung entwickelt wurde. Besonders für Aufsehen sorgte das Vorhandensein experimenteller Minen, von denen man annahm, dass sie nie in die Massenproduktion gelangt waren. Mit diesem Fund wurde die Situation nur noch komplizierter. Die entdeckten Waffen wurden möglicherweise für Operationen verwendet, über die die offizielle Geschichtsschreibung lieber schweigt. Dieses Arsenal vertiefte nicht nur die Geheimnisse des U-Boots, sondern veranlasste Fachleute auch dazu, die möglichen geheimen Missionen seiner Besatzung neu zu überdenken. Während die Experten versuchten, die Symbole zu entschlüsseln und die Herkunft jedes einzelnen Gegenstands zu bestimmen, mussten sie auch herausfinden, auf welche Weise diese Kriegsschätze eine andere Rolle in der Geschichte gespielt haben könnten. Noch düsterere Geheimnisse lagen vor ihnen, die versprachen, unser Verständnis vergangener Ereignisse zu verändern. Die unerzählte Geschichte, eine Neubewertung des Krieges in der neuen Welt, mit dem Fortschreiten der Erforschung des U-Boots stellten sich den Historikern immer mehr Fragen. Ein düsteres Geheimnis, verborgen unter Schichten von Rost und Staub, zwang dazu, den Zweiten Weltkrieg aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Die entdeckten Dokumente und das Arsenal wurden zum Auslöser für eine Neubewertung historischer Ereignisse, über die zuvor geschwiegen wurde. Dieser gesamte Fund stellte die gewohnten Vorstellungen auf den Kopf. Wie konnte dieses U-Boot voller Geheimnisse und Waffen in einer friedlichen Kleinstadt fernab vom Meer landen? Die Analyse der Waffen und der geheimnisvollen Dokumente, die an Bord gefunden wurden, stellte die offizielle Version vieler in den Lehrbüchern beschriebenen Schlachten und Operationen in Frage. Experten durchforsteten die Dokumente auf der Suche nach neuen Fakten, die die Existenz dieses U-Boots auf dem Kontinent erklären könnten. Besonderes Augenmerk galt bislang unbekannten Operationen, die in den Logbüchern aufgeführt waren und den Ausgang ganzer Feldzüge hätten verändern können. Archive, von denen viele als längst verloren galten, wurden nun wieder zur Untersuchung geöffnet. Jede neu untersuchte Tatsache wurde Teil eines neuen Puzzles. Dieser Fund war nicht nur erstaunlich, sondern stellte eine Herausforderung für die gesamte wissenschaftliche Welt dar und forderte dazu auf, die Geschichte, die wir für wahr hielten, neu zu überdenken. Zahlreiche Konferenzen und Rundtischgespräche, die der Erforschung der Rätsel des U-Boots gewidmet waren, zogen die Aufmerksamkeit von Wissenschaftlern aus aller Welt auf sich. Sie mussten herausfinden, welche weiteren Überraschungen dieses U-Boot verbarg und wie sie unsere gemeinsame Geschichte beeinflussen könnten, indem sie einen neuen Blick auf längst vergangene Jahrhunderte eröffneten. Ein Schatten über der Stadt, Spuren eines geheimnisvollen Eingreifens. Nach den sensationellen Entdeckungen begann sich die Atmosphäre in der Kleinstadt rasant zu verändern. Wenn anfangs alles als Kuriosität oder erstaunlicher historischer Zufall wahrgenommen wurde, lag nun etwas Beunruhigendes in der Luft. Die Bewohner begannen seltsame Dinge zu bemerken, dumpfe Geräusche, die nachts aus der Erde drangen, geheimnisvolle Vibrationen und plötzlich verschwindende Funksignale im Bereich der Ausgrabungen. Die Forscher, die zuvor bereitwillig ihre Entdeckungen mit der Presse teilten, wurden plötzlich schweigsam. Ihre Gesichter waren von Sorge gezeichnet und der Zugang zum Objekt wurde eingeschränkt. Am Ort der Arbeiten wurden plötzlich unbekannte Personen bemerkt. Sie trugen keinerlei Abzeichen, aber ihr Verhalten unterschied sich deutlich von dem gewöhnlicher Wissenschaftler. Ihr Interesse galt weniger dem historischen Aspekt des Fundes, sondern vielmehr den technischen und energetischen Eigenschaften des U-Boots. Einige Augenzeugen behaupteten, gesehen zu haben, wie diese Personen seltsame Geräte in das Boot brachten und dort viele Stunden verbrachten. Es kursierten Gerüchte, dass im Inneren des U-Boots Mechanismen entdeckt wurden, die sich nicht identifizieren ließen. Sie waren weder Waffen noch Bestandteile der Navigation. Ihre Bestimmung blieb unbekannt, doch dem Interesse der Fremden nach zu urteilen, hatte sie eine Bedeutung, die über gewöhnliche wissenschaftliche Aufgaben hinausging. Darüber hinaus begannen einige Einheimische, sich über seltsame Träume, beunruhigende Gefühle und sogar Fälle von kurzfristigem Gedächtnisverlust zu beklagen. Etwas geschah und dieses Etwas ähnelte immer weniger einer gewöhnlichen archäologischen Untersuchung.
Das Rätsel begann Züge einer modernen Verschwörung anzunehmen und es schien immer mehr, als hätte jemand schon lange vor ihrer Entdeckung von dem U-Boot gewusst. Aber wenn dem so ist, wer dann? Oder liegt die Antwort vielleicht in den seltsamen Symbolen, die an den Wänden des Abteils entdeckt wurden, in das sich bisher niemand hineinzuwagen traute? Eine zeitlose Sprache, unbekannte Symbole und ihre Entschlüsselung. Eines der rätselhaftesten Funde im Inneren des U-Boots waren die Inschriften, die die Wände eines der inneren Abteile bedeckten. Diese Symbole ähnelten keinem der bekannten Schriftsysteme. Sie bestanden aus komplexen geometrischen Formen, als wären sie nicht zum Lesen, sondern auf irgendeine andere Weise zum Erfassen geschaffen worden. Sie hatten keinen offensichtlichen Anfang oder Ende, als ob sie eine Botschaft verschlüsselten, die nicht für Menschen, sondern für etwas anderes bestimmt war. Die zur Entschlüsselung eingeladenen Linguisten waren zunächst ratlos. Keine bekannte Sprache, kein Alphabet, nicht einmal die Verschlüsselungssysteme aus dem Zweiten Weltkrieg stimmten mit den gefundenen Strukturen überein. Mit der Zeit wurde jedoch klar, dass sich die Symbole wiederholen. Darüber hinaus folgten sie einer bestimmten Ordnung, die an einen Algorithmus erinnerte. Einer der Spezialisten, der mit Quantencodes arbeitete, erklärte, dass die Symbole wie die Architektur eines komplexen Codes aussehen, der möglicherweise nicht zur Entschlüsselung im herkömmlichen Sinne gedacht ist, sondern als eine Art Auslösemechanismus dient. Das Beunruhigendste begann, als einer der Wissenschaftler, der das Licht beobachtete, das durch die Inschriften fiel, bemerkte, dass sich die Schatten an den Wänden zu bewegen begannen, obwohl das Licht selbst unbeweglich blieb. Diese Anomalie löste große Aufregung aus. Die Inschriften schienen auf die Anwesenheit, auf die Aufmerksamkeit, auf die Versuche, ihren Sinn zu verstehen, zu reagieren. Es entstand die Vermutung, dass es sich dabei gar nicht um Inschriften handelt, sondern um eine Art Schlüssel. Ein visueller Auslöser, der in der Lage ist, etwas tiefer Verborgenes zu aktivieren. Vielleicht ist es ein Sicherheitssystem oder vielleicht ein Mechanismus zur Kommunikation mit dem, was jenseits der gewöhnlichen Wahrnehmung liegt. Aber wer könnte eine solche Spur hinterlassen haben und vor allem für wen? Während die Wissenschaftler noch stritten, ereignete sich ein Vorfall, der die Einstellung zu dem gesamten Fund grundlegend veränderte. Das Erwachen des Stahls, ein unerwartetes Anlaufen der Mechanismen. Was jahrzehntelang als tot und verlassen galt, zeigte plötzlich Anzeichen von Aktivität. Alles begann mit einem kaum wahrnehmbaren Geräusch, das aus der Tiefe des U-Boot-Rumpfes drang. Dann eine leichte Vibration, als hätte jemand einen längst vergessenen Motor eingeschaltet. Und dann ein Signal. Klar, regelmäßig, aus einer der Zentralkammern kommend. Geräte, die längst ausgemustert waren, erwachten plötzlich zum Leben. Die Elektriker, die in der Nähe arbeiteten, schworen, dass sie keinen Strom angeschlossen hatten. Das System startete von selbst. Auf den Monitoren, die als Museumsstücke galten, erschienen seltsame Symbole, genau die, die in die Wände eingeritzt waren. Die Anzeigen blinkten, Mechanismen bewegten sich, im Rumpf des U-Boots ertönten dröhnende Klicks und rhythmische Schläge, als hätte jemand einen Countdown gestartet. Das war nicht einfach eine technische Störung, das war ein Erwachen. Aber wer oder was hat es gestartet? Diejenigen, die sich im Moment der Aktivierung im Inneren befanden, berichteten von einem unheimlichen Gefühl, beobachtet zu werden, als hätte das U-Boot selbst ihre Anwesenheit wahrgenommen. Die isolierte Gruppe von Spezialisten versuchte, das System abzuschalten, doch jeder ihrer Schritte löste eine neue Reaktion aus. Es erschienen neue Daten, andere Sektionen wurden aktiviert. Einer der Ingenieure verschwand spurlos, nachdem er einen zuvor verschlossenen Raum betreten hatte. Man konnte ihn einfach nicht finden. Die Kameras zeichneten auf, wie er hineinging, aber nicht, wie er wieder herauskam. Danach wurde der Zugang zum Schiff vollständig gesperrt. Was wie eine Maschine aus der Vergangenheit erschien, zeigte plötzlich Anzeichen von Bewusstsein. Es stellte sich die Frage, ist das vielleicht nicht nur ein Boot, sondern ein Speicher? Aber wovon? Von Verstand, von Waffen oder von etwas noch viel Gefährlicherem? Das Geheimnis der letzten Fahrt. Die Mission, die es nie gab. Während das Geschehen durch seine Unerklärlichkeit Angst einflößte, durchforsteten Historiker weiterhin die gefundenen Dokumente und stießen schließlich auf etwas, das vieles erklären konnte und gleichzeitig alles, was wir wussten, in Frage stellte. Eines der Tagebücher, das hinter einer falschen Wand im Kommandantenabteil versteckt war, enthielt einen Bericht über die letzte Fahrt des U-Boots. Doch weder ein einziger Historiker noch ein Archiv hatte jemals zuvor davon berichtet. Das Dokument war verschlüsselt und erst nach einigen Tagen gelang es den Spezialisten, den Text teilweise zu entschlüsseln. Daraus ging hervor, dass die Mission des U-Boots nichts mit Seekämpfen zu tun hatte. Ihr Ziel war etwas, das als Omega-Container bezeichnet wurde. Weder eine Beschreibung noch technische Daten des Containers wurden angegeben. Es gab lediglich Anweisungen zu seinem Transport, seiner Bewachung und zum absoluten Stillschweigen über die Operation. Darüber hinaus wurden in dem Eintrag Koordinaten genannt, die mit dem Ort übereinstimmten, an dem das U-Boot gefunden wurde. Das bedeutete, dass sie planmäßig dorthin gelangt war, nicht zufällig. Was zuvor absurd erschien, das Verlegen eines U-Boots ins Landesinnere, könnte Teil einer viel größeren Operation gewesen sein. Im Tagebuch wurden Kontakte zu einer Gruppe erwähnt, die als externer Beobachter bezeichnet wurde, deren Wesen jedoch unbekannt blieb. Die Mission wurde abrupt abgebrochen.
Die letzten Zeilen des Tagebuchs deuteten auf etwas hin, das außer Kontrolle geraten war. Die Besatzung spaltete sich. Ein Teil versuchte, die Mission zu Ende zu bringen, der andere, das Objekt zu zerstören. Seitdem herrschte Funkstille auf dem U-Boot bis zum heutigen Tag. Aber wenn der Container Omega immer noch an Bord ist, was stellt er dann dar?